Ja, hallo zusammen. Bei einem Ingenieur ist es so, dass er sich von Sachen inspirieren lässt und dann daraus Formgestaltung macht. Und um für mich zu verstehen, was Viktor Schauberger sich dabei gedacht hat, und da haben wir ja den Bezug zur Forelle, war es mir halt wichtig, die Kieme von der Forelle mal genauer zu untersuchen. Das war für mich sehr gewinnend, weil ich das Gefühl habe, da gehe ich zum Anfang zurück, wo diese Idee Gestalt angenommen hat bei Viktor Schauberger. Man nennt das ja auch Re-Engineering, ne? Man geht also sozusagen an die Grundlage ran und versucht es zu verstehen, um dann darauf aufzubauen. Und grundsätzlich habe ich jetzt für mich herausgenommen, zur Frage, wie schafft das dieser Fisch, einen Sogantrieb zu erzeugen, habe ich gemerkt, dass der Querschnitt der Kieme dieser Form entspricht. Hier vorne allerdings ein Ring, ein Knochen, ein Knorpel zu sehen ist, der nach vorne hin Kämme aufgestellt hat. Und dann, dass jedes dieser Kiemenzäpfchen Riffelungen hat, die anscheinend das Wasser in eine Vibrationsbewegung, also in eine Art Schallbewegung. Wir haben ja hier eine drehende Strömung, aber hier diese einzelnen Rippen sorgen dafür, dass hier Wirbelvibrationen oder überhaupt Stoßwellen was entstehen und gleichzeitig schwänzelt dieses Organ mit dieser entstehenden Strömung, die oberhalb und unterhalb dieses Lappens geht. Das ist für mich schon mal eine ganz grundlegendes Prinzip und erhärtet einfach auch meine These, dass man Sogströmungen oder Drallschaufeln so gestalten muss, dass die Tragfläche in der Strömung steht und sich in der Strömung auch drehen kann. Und es zeigt mir hier der Fisch auch, dass also die Form eine Tragfläche ist. Man sieht sogar hier die Hohlkehle, man sieht es auch weiter hier unten, ne? Und diese Zotten sind senkrechte Kämme, die quasi diesen Kamm, der hier oben, diese Zahnreihen, die hier oben stehen, wird nochmal in der Rückenstruktur auch nochmal nachgebildet. Das ist, wenn man beim Hai quasi so auf die Rückenflossen schaut, sieht man eine Rifflung. Ja? Und genau, hier mal von vorne. Und so sieht das auf den Kiemen oben aus. Also das ist ein zahniger, nach oben zahniger, nach unten glatter Körper. Und ja, das ist für mich erstmal das Grundlegende. Ne? Natur zum Anlass nehmen, also genau das machen halt, was der Herr W. aus Ö gesagt hat. Und ja, also damit kann man jetzt was anfangen. Sprich, also wenn wir uns den Fisch jetzt hier mal nehmen, dann ist es also vom Prinzip her so, der erzeugt vor sich einen leersaugenden Raum. Ne? Also er schafft es mit diesen Anordnungen hier, mit diesen J-förmigen Kiemenlappen, 4 Stück auf jeder Seite, schafft dieser
dieser Fisch etwas, dass hier eine Strömung über diesen Kiemenlappen entsteht, die nach vorne einen sehr starken Sogstich erzeugen. Denn damit fängt er sich quasi, das ist sozusagen seine Angelschnur, die der Fisch selbst hat, dieses Organ, dieses Spürorgan zur Sogmodellierung schaut also mit dem schwimmenden Körper, schwänzelt hin und her und sucht in der Strömung entsprechende Sogzapfen, an die es sich anbinden kann, um genau diesen, sage ich mal, Tragflächenfächer, neues Wort, Tragflächenfächer, der radial um ein V-förmiges Zulauf oder Ablauf von dem Organ, von der Kante hier geht sozusagen dann der Stromstich aus. Und diese Fächer spalten sozusagen das Wasser auf, erzeugen Einzelwirbel, machen Vibrationen nach vorne, die wahrscheinlich auf die Stabilität des Sogkörpers halt daraus hinausläuft, dass also die Vibrationen, die hier in dem Ding laufen, optimal sind. Dann fächert er das auf, kann es auffächern, ja, also sind Knorpel, an denen mit Sicherheit Muskeln dran sind, so dass er die Menge an Durchfluss vergrößern kann und dann entsprechend im Mund und mit den Kiemen die Länge vom Sogstich modellieren kann. So. Und wir können also jetzt sagen, es ist keine Strudelkonstruktion oder Wirbelkonstruktion, die hier gefächert wird. Es ist eine Tragfläche. Es sind lauter J-förmige Tragflächen. So, das ist schon mal für mich sehr verständlich und logisch nach klassischer Strömungslehre, wie man jetzt also das erklären kann. So, wenn man das jetzt mal im Profil einfach mal nachbildet, haben wir also einen flexiblen Kiemenzapfen, der ringförmig geriffelt ist. Sehen wir gleich hier oben, ringförmig geriffelt. Vollführt er eine schwänzelnde und vibrierende Bewegung. Also das Material, mit dem man das im 3D druckt, sollte auch etwas flexibel sein. Beziehungsweise, und jetzt kommt es hier, was Viktor Schauberger sich sehr wahrscheinlich gedacht hat, diese Riffelung, die hier oben drauf ist, hat er als eine Art Wellenbewegung interpretiert, weil diese Scholle oder diese Kiemenzapfen natürlich schwänzelnde Bewegungen macht, wie als ist das der Fisch selbst, ne? Also als ist das wieder ein fraktales Bild vom Fisch. Oder man könnte auch ein Pinguin-Form hier drin sehen, auch sehr strömungsfreudig. So, wenn man das jetzt mal überträgt, hat man also so einen Kamm. So im 3D-Vektorprogramm kann man also jetzt, weggerutscht. Kann man also jetzt das auf einen Ring übertragen und erhält solch eine Form als ringförmiges Objekt, dass wenn man es dreht, ja, man dreht es, dann entsteht ein radialer Auftrieb, der senkrecht hier in diesem Ring nach oben taucht. Man kann den nochmal ein bisschen abflachen und die Rifflung auf der Oberfläche mal hier so grob simuliert, wie die Kämme stehen. Ja? Also die teilen das auf.
die fächern das auf, die in Vibration. So, Inspiration vielleicht für neue Kuchenformen. Ja, ja. Und hier mal mit dieser Riffelung, so dass das Wasser, wenn es also hier überströmt, schwingend und vibrierend hier drüber läuft. Also eine sekundäre Modellierung der Strömung. Also zunächst erstmal hier oben lange Strecke, unten kurze Strecke. Genau, das erzeugt also hier diesen radialen Sog in der Mitte. Und weil wir das Ganze naturähnlicher machen wollen, setzen wir einfach jetzt mehrere übereinander. Ja, und können diese also drehen und haben also radiale Flugzeugtragflächen. So, jetzt ist es raus. Das Video ist Open Source. Wie sage ich immer als Handwerker, gut gedacht ist gut gemacht. Ich wünsche euch viel Spaß beim Abheben oder Frisbee-Spielen auf der Wiese oder wo auch immer. Ich glaube, damit beginnt die Reise zu ganz neuen Strömungsmöglichkeiten und Antriebsmöglichkeiten, die uns die Forelle zeigt. Ich danke euch.